Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sali und ich freue mich, dich beim Deutschlernen zu unterstützen. Heute haben wir ein einfaches Thema, aber ein wichtiges Thema: Uhrzeiten. Wie spät ist es? Genau, das ist unser Problem. Wir müssen die Uhrzeiten richtig sagen. Und dafür haben wir zwei Alternativen. Einmal die offizielle Form und einmal die inoffizielle Form. Wir starten mit der offiziellen Form. Ohne viel bla bla bla, volle Konzentration an die Tafel. Uhrzeiten. Herzlich willkommen an der Tafel. Wir starten wie immer gleich. Ja, jetzt haben wir die Uhrzeiten und ich teile die Uhrzeiten gerne einmal in eine offizielle Variante und inoffizielle Variante auf. Also, wir werden gleich erst einmal die offizielle, aber auch die einfachere Variante lernen. Offizielle Variante. So, die klassische Frage ist hier: Wie spät ist es? Und hier habe ich jetzt mal eine Uhrzeit. Du siehst hier diesen Doppelpunkt. In der offiziellen Variante lesen wir diesen Doppelpunkt ganz einfach als Uhr. Genau. Und so lesen wir dann auch die Uhrzeit. Und wir sagen, es ist 11:45 Uhr. Ja, das ist wirklich auch alles bei der offiziellen Variante. Wir lesen ganz einfach diese Zahl, also 11:45 Uhr. Genau. Du brauchst jetzt ein paar Beispiele, die machen wir auch gleich. So, wieder die Frage: Wie spät ist es? Ich schreibe gerne, wir schreiben immer, es ist 6 Uhr und 00. Das lesen wir natürlich nicht. Wir sagen ganz einfach 6 Uhr. Oder wir lesen 9:15 Uhr. Also 9:15 Uhr. Genau. Machen wir das mit diesem Beispiel auch. Wir lesen 18:50 Uhr. Also schreibe ich mal 18:50 Uhr. Das ist auch wirklich alles zu dieser offiziellen Variante. Wir lesen diesen Doppelpunkt immer als Uhr. Ja? Hier ist die Uhr und hier ist sie hier. Genau, so einfach ist es. Wir machen gleich mit der inoffiziellen Variante weiter. Ja, das war's auch mit der offiziellen Variante. Es ist sehr einfach. Wir lesen einfach unsere Uhrzeit. Nicht vergessen, mein Doppelpunkt ist immer Uhr. Also 10:15 Uhr. Ja, wir machen weiter mit der inoffiziellen Variante und lernen ein paar wichtige Wörter. Nun machen wir mit der inoffiziellen Variante ein bisschen weiter. Bevor wir das lernen, brauchen wir ein, zwei kleine Informationen, damit wir inoffiziell besser die Uhrzeiten ausdrücken können. Was sind diese Informationen? Das zeige ich dir hier. Also, du solltest erstmal verstehen, dass wir in der deutschen Sprache hier also halb sagen. Eine halbe Pizza oder halb acht und so weiter. Und das da sagen wir in der deutschen Sprache Viertel. Das ist jetzt wichtig, ja? Viertel und halb. Diese zwei Wörter brauchen wir gleich, damit wir inoffiziell die Uhrzeiten sprechen und sagen können. Und die zweite wichtige Information ist einmal, dass wir hier vor sagen und einmal hier nach sagen. Also hier ist zum Beispiel 12 Uhr und dann sagen wir hier vor. Und auf der anderen Seite sagen wir nach.
Wie das geht, zeige ich dir auch gleich mit ein paar Beispielen. Diese Wörter brauchen wir für die inoffizielle Variante, um die Uhrzeit auszusprechen. Kommen wir nun zu den Beispielen für inoffizielle Uhrzeiten. Die klassische Frage ist auch hier: Wie spät ist es? Jetzt habe ich hier mal ein Beispiel. Du siehst, hier haben wir 15 Minuten und hier haben wir 6. Okay, also diese Bewegung heißt nach. Also sagen wir, es ist 15 Minuten nach 6 oder Viertel nach 6. Also ganz einfach. Viertel bedeutet einfach nur 15 Minuten, ja? Aber wir sagen in der Deutschsprache, wenn wir inoffiziell sprechen, meistens Viertel. Also diese 15 Minuten heißen Viertel. Genau. Und dann sagen wir ganz einfach, es ist Viertel nach 6. Genau. Machen wir dieses Beispiel auch mal. Also du siehst, hier haben wir wieder eine 15 Minuten. Also können wir hier wieder Viertel sagen. Okay, jetzt ist es aber Viertel vor. Ja? Viertel vor 8. Es ist Viertel vor 8. Genau. So können wir dann inoffiziell sprechen. Machen wir weiter mit ein paar anderen Beispielen. Wie spät ist es? Auch hier habe ich jetzt ein Beispiel. Du siehst, hier haben wir halb. Ja? Und hier haben wir 10:30. Es ist 10:30. Wir sagen hier nicht, es ist 9:30. Ja? 9:30 ist 9:30 Uhr. Oder hier, wir haben wieder hier eine halbe Situation und der Kleine zeigt hier. Es ist 1:30. Genau, das ist dann auch eine inoffizielle Variante. Machen wir weiter. Wie spät ist es? 10 Minuten haben wir hier und diese Bewegung ist vor. Also, es ist 10 Minuten vor 12. Ja, 10 Minuten vor 12. Oder eine andere Möglichkeit ist oder Perspektive, es ist 50 Minuten nach 11. Also 50 Minuten nach 11. Ja? Es ist 50 Minuten nach 11. Das wäre eine andere Möglichkeit. Da sind wir schon bei den Hausaufgaben. Ich habe jetzt dir versucht zu zeigen, wie man offiziell die Zeiten liest und wie man inoffiziell die Zeiten liest. Spielt wirklich keine Rolle. Du kannst eigentlich auch immer offiziell die Uhrzeiten sagen oder inoffiziell. Beides sind 100% gleich. Es ist nur eine andere Variation und Möglichkeit, dass man die Uhrzeit auch flexibel sprechen kann und auch sagen kann. Also, du solltest jetzt aber die Hausaufgaben wie immer machen. Die Antworten könntest du unten in die Kommentare schreiben und falls du Fragen hast, schreib die Fragen. Also, das war's auch schon mit den Uhrzeiten. Du kannst beide Varianten, also offiziell und inoffiziell, benutzen. Benutze das, was für dich am einfachsten ist. Ansonsten kannst du auch die Hausaufgaben wie immer machen und die Antworten unten in die Kommentare schreiben. Mit diesem Video sind wir auch fertig mit dem A1-1-Kurs. Also unsere Kita ist fertig. Im nächsten Kurs beginnen wir dann mit dem Kindergarten. Da werden wir auch sehr viele Informationen lernen. Ich hoffe, ich konnte dir im A1-1-Kurs ein Stück weiterhelfen und ich freue mich, wenn du im A1-2-Kurs auch dabei bist. Ich sage Danke und Tschüss. Tu es für dich und beginne noch heute damit, Deutsch zu lernen.
Herzlich willkommen bei berufsdeutsch.de.